Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von F1 22 My Team. Und heute geht's nach Großbritannien. Let's go! Da der andere schon ein bisschen abgenutzt war, haben wir übrigens auch einen kompletten neuen Motor drin. Der ist zwar noch nicht komplett kaputt, den kann ich noch für ein, zwei Wochenenden für die Trainings verwenden. Aber für das Qualifying und Rennen wollte ich jetzt lieber einen neuen haben. Ungünstig, dass ich jetzt hier in Maggots und Beckes auf Russell auflaufe. Nicht unbedingt der Ort, wo ich das tun wollen würde. Ja, danke, Russell. Und das ist trotzdem noch die schnellste Runde? Okay, wahrscheinlich. Das waren mal eben 8 Zehntel, die Russell mich da gekostet hat. Und das war jetzt auch noch nicht perfekt, weil ich da einen kleinen Rutscher hatte. Der Alfa Romeo da fährt auch raus. Ja, jetzt fahren die alle raus für die... Ja, das Problem ist, ich kann jetzt nicht wirklich hier meine Reifen aufwärmen, weil die NPCs dann alle denken, ich bin irgendwie dumm oder so. Weil die machen das halt irgendwie nicht, was halt wenig Sinn macht eigentlich. Ja, ich muss jetzt pushen einfach auf der Outlet, was halt total dämlich ist. Aber ich habe halt keinen Bock, den direkt vor mir zu haben. Boah, ich krieg sogar noch eine Runde rein. Und das ist das Provisional Pole. Ja, die Runde wird nicht schneller werden. Pole Position.
remind ourselves once again of our top three: the Professor, Leclerc, and Carlos Sainz. Goodbye for now then, but nice. really we're just getting started. Make sure to join us again for Lights Out tomorrow. Sehr geil, Alter. Okay, vielleicht habe ich die Schwierigkeit doch ein bisschen krass runtergestellt. So, aber jetzt können wir hier reinballern, was die Upgrades angeht. Moment, bevor ich hier irgendwas mache, hatten wir hier nicht irgendwas letztes Mal, was fehlgeschlagen war? Ne, das hatte ich schon gemacht, oder? Ja, ich glaube, das hatte ich schon gemacht. So, ich würde auf jeden Fall Chassis. Chassis haben wir aktuell nur wenig entwickelt. Die Motorhaube, die hätte einen ziemlich großen Effekt. Das wäre halt nicht schlecht, ne? Oder halt die Hubdämpfer, dann können wir noch zusätzlich irgendwas anderes machen. Eventuell. Aber ich glaube, das macht schon am meisten Sinn, oder? Hier die Motorhaube zu machen. Ja, wir machen die Motorhaube. Great Britain then, one of only 2 countries to have held a Grand Prix in every year of the Formula One World Championship. And that record extends further for today's Grand Prix. The 3.6-mile-long Silverstone circuit is one of the longest of the season, with 18 corners in the current layout. With average lap speeds reaching around 145 miles per hour, it's also one of the quickest tracks of the year. Watch out for cars taking the right-handers of Abbey and of Copse flat out. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position, with Charles Leclerc alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Sainz, Hamilton, Max Verstappen and Russell, Perez, Ricciardo, Gasly and Valtteri Bottas, Joe, Fernando Alonso, Esteban Ocon and Vettel, Magnussen, Mick Schumacher, Yuki Tsunoda and Lando Norris, Stroll, Albon, Aitken and Nicholas Latifi. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. Joining me for the Grand Prix once again is none other than Anthony Davidson. We should talk about Williams. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do, and that's definitely contributed to the performances we've seen. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Jo. Auf Mediums zu starten ist halt eigentlich nicht smart, ne? Die Frage ist halt, wenn ich ein 2-Stopp ist halt dämlich. 2-Stopp macht keinen Sinn. Die Frage ist, ob das funktioniert, wenn ich auf Softs starte und dann auf Hards wechsle, ob ich dann bis zum Ende komme. Ich glaube, das macht wenig Sinn, oder? Nee, ich glaube, ich starte auf den Mediums. Das könnte ein Fehler sein. Naja. Verdammt, das war schon mal nicht so gut. Okay. Nice. Ich verteidige. Hier kann er nicht überholen. Oh, bisschen weit raus.
Oh, da bin ich weit rausgekommen. Kleiner Quersteher. Kein Problem. Ja, er zieht schon rüber, verdammt. Da ist er innen. Aber jetzt bin ich innen. Noch konnte ich den Platz behalten. Aber ich glaube nicht, dass ich das durchhalten kann. Oh, das ist keine gute Idee. Sainz! Bist du verrückt? Da kannst du doch nicht versuchen zu überholen, Junge. Alter! Aber ich komme wieder ran. Habe ich Leclerc ein bisschen angeschoben, kein Problem. Nope, das reicht nicht. Aber schnellste Runde immerhin. Das ist doch schon mal etwas. Das Ziel ist der Sieg heute. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Aber man kann es ja mal versuchen. Alter, Leclerc ist lebensmüde, Junge. Die Stellen, die sich die KI raussucht, um ihn zu überholen, sind echt gewagt, muss ich sagen. Das Gute ist, die beiden kämpfen da vorne. Das hilft mir natürlich auf jeden Fall. Okay, mache ich das auch mal. Wenn Leclerc es versucht, warum nicht? Es hat bei mir jetzt leider nicht so gut funktioniert wie bei Leclerc eben. Puh. Okay, gewagt. Ich glaube, Sainz wird davon nicht so begeistert sein, wie ich das gemacht habe. Und ganz ehrlich, fair war das auch eigentlich nicht. Aber ich habe keine Strafe bekommen, also von daher sollte das eigentlich heißen, dass war durchaus fair. War es wirklich nicht. Vielleicht kann ich ja einen Undercut auf Leclerc versuchen. So. Keine gute Outlap auf jeden Fall. Da war Latifi noch ein bisschen zu nah dran, leider.
Oh, seins ist raus, okay. Boah, wenn jetzt ein Safety Car kommt, wäre scheiße. Das ist jetzt so eine Situation, da müsste ich eigentlich sagen können, dass Adrian nicht vorbeilassen soll. Das wäre so eine Situation, er ist auf einer anderen Strategie. Da müsste man eigentlich Teamorder geben, lass den vorbei. Das ist noch so eine Funktion, die fehlt mir so ein bisschen bei diesem Modus. Weil der hält mich halt gerade schon so ein bisschen auf. Na. Das hat leider nicht funktioniert mit dem Undercut. Im Gegenteil. Leclerc hat sogar Zeit gewonnen auf mich. Bam, DRS. Nee, das war zu gewagt. Das war zu gewagt. Jetzt aber. Ja. Ja, ach nee. Was glaubst du, was ich hier versuche? Jetzt aber. Komm. Jetzt bin ich noch besser aufgestellt hier. Ja, jetzt bin ich vor ihm. Die Frage ist, kann ich das halten? Erstmal ja. Aber jetzt hat er natürlich DRS. Aber der ist weit genug weg. Puh, neue schnellste Runde. Es läuft, Alter, es läuft. Das sollte ich vielleicht nicht zu laut sagen. Huch. Das war eine etwas... eigenwillige Interpretation der Track Limits. Das war nicht gut. Das hat mich viel Zeit gekostet. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob das so eine gute Idee war, früher zu stoppen, weil so langsam merke ich, wie meine Reifen abbauen. Sagte er und setzt eine neue schnellste Runde. Ja gut. Ich hatte jetzt eigentlich nicht beabsichtigt, mir ein Beispiel an Hamilton zu nehmen, über meine Reifen zu jammern und dann die schnellste Runde rauszuhauen. Alter. Boah, ist mir warm. Talk to me, Ants. What was it that set them apart from the competition today? Well, I honestly feel it was down to the driver and car today. Danke. I mean, we can talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those we witnessed today. Vielen Dank, vielen Dank. Meanwhile, good work from the owner drivers team this weekend, who pushed themselves further up the order. Danke. Damit bin ich jetzt 7. in der Fahrerwertung. Und wir sind auch in der Konstrukteurswertung gestiegen auf die 6. Das ist doch schön. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Und ganz ehrlich, Aitken auf 16. Gut, könnte besser sein. Aber ich glaube eigentlich für das, was realistisch unser Team erreichen sollte und dass er der zweite Fahrer ist, sage ich mal, ist das eigentlich ein akzeptables Ergebnis.
Obwohl mit dem Sprung, den wir eben, den wir jetzt mittlerweile gemacht haben, wir haben ja einige Upgrades jetzt reinbekommen, damit könnte man schon so 13, 14 erwarten. Aber mit dem Ergebnis bin ich auf jeden Fall zufrieden. Und ich bin ein Anerkennungslevel aufgestiegen. Das heißt, ich sollte jetzt... War das bei 8? Ich glaube, das war bei 8, oder? Wo ich jetzt neue Boni... Oder war das bei 10? Ja, jetzt kann ich hier nämlich die Upgrades machen. Fahreranerkennung wird erhöht. Bam. Leistungsanalyse. Motorabnutzung wird reduziert. Bam. Und mehr Ressourcen. Bam. Nice. Das ist auf jeden Fall locker im Budget drin. Und wir haben wieder noch ein paar Entwicklungspunkte. Ist die Frage, ob wir noch sowas haben. Ich glaube, das günstigste, was wir haben, ist im 700er Bereich. Ja. Okay, kein Problem. Aber durch das, ich glaube, das war gerade durch das Upgrade, was wir gerade noch reinbekommen haben, sind wir jetzt noch einen Platz, glaube ich, nach oben gerutscht vor Alpha Tauri. Und das ist sehr, sehr nice. Und Österreich wird das letzte Rennen sein mit Jack Aitken, weil dann läuft sein Vertrag ab und wir haben über 8 Millionen $. Das bedeutet, wir können uns auf jeden Fall einen besseren Fahrer leisten. Ich meine, wenn wir mal in den Fahrermarkt hier reingucken, das würde auf jeden Fall reichen, dass wir uns hier so einen Charles Leclerc zum Beispiel kaufen. Der ist gerade Führender in der Meisterschaft. Das wäre schon cool, wenn wir uns den einfach snacken würden. Oder ein Alonso. Alonso wäre natürlich schon nice, ne? Also nächstes Mal nach Österreich. Ja, wenn ihr dieses Rennen nicht verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Weil Österreich ist eine geile Strecke. Da freue ich mich drauf. Bis dann.